Shalom. I'm trying to keep my eyes dry from the madame that spoke previously. You've touched my heart. Ich versuche heute Abend nicht zu weinen, aufgrund der Dame, die vor mir schon gesprochen hat. Es hat sehr mein Herz berührt. I was born in Israel to Lithuanian Jewish parents, descendants of the Gaon of Vilnius. Ich wurde in Israel geboren, und zwar Eltern aus Litauen, die Nachfahren des Gaon von Vilna sind. They made Aliyah to Israel from the former USSR in 1972. Sie haben Aliyah aus der ehemaligen UdSSR 1972 gemacht. I grew up in a very humble neighborhood in the city of Ashdod, which is southwest of Tel Aviv. Ich bin in einer sehr einfachen Nachbarschaft in Ashdod aufgewachsen, südwestlich von Tel Aviv. And when I was 8 years old, my whole family moved to South Africa, and that's where I grew up, and I was schooled there. Als ich 8 Jahre alt war, ist meine ganze Familie nach Südafrika gezogen. Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. When I was 17 years old, I decided to come back to Israel on my own. I wanted to serve my country. Als ich 17 war, entschied ich mich, allein nach Israel zu gehen. Ich wollte meinem Land dienen. I completed my military service and I was honorably discharged as a captain. Ich habe dort meinen Militärdienst absolviert und wurde ehrenhaft als Kapitänin oder Hauptmann entlassen. I did my first and second degrees in Israel in international relations, and I completed another master's degree at the Harvard's Kennedy School of Government. Ich habe meinen ersten und zweiten Abschluss in internationale Beziehungen gemacht und habe noch einen anderen Master an der Harvard's Kennedy School of Government in den USA gemacht. I served as a diplomat in the Israeli embassy in Cairo, as you had mentioned, and I just remind you that I was a Jewish Israeli woman in Cairo for 3 years. Und ich habe dann in der israelischen Botschaft in Kairo gedient, wie sie schon erwähnt hat. Ich musste gerade noch einmal daran denken, dass ich als israelisch-jüdische Frau dort in Kairo war, für fast 13 Jahre. I also served in the Ministry of Foreign Affairs of my country for 13 years approximately, and then worked as the advisor for former President of Israel, Shimon Peres. Ich habe insgesamt dem israelischen Außenministerium für ungefähr 13 Jahre gedient und danach dem ehemaligen Präsidenten Shimon Peres als Beraterin gedient. I recently, in the past few years, joined the current Minister of Defense, Benny Gantz's party, Blue and White. It's a centrist party. And currently I'm in the Israeli parliament, which is an interesting adventure in and within itself. Momentan bin ich in einem sehr spannenden Abenteuer. Ich bin vor kurzem beziehungsweise vor einigen Monaten in die Regierung eingestiegen vom aktuellen Verteidigungsminister Benny Gantz, in dessen blaue und weiße Partei, die eine Zentrumspartei ist. So you are translating only the dry parts, not the cynical. I'm joking. I even started with it. I'm joking, of course. The reason why I'm telling you all of this about me is that I made a relatively long way, but throughout my career, both professional and political, I made a fight against bigotry and hatred. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, dass ich einen weiten Weg gegangen bin in meiner Karriere, aber es war mir immer sehr, sehr wichtig, gegen Bigotterie und Hass zu kämpfen. So now that you know all this, I want to say again to all of you from the bottom of my heart, Shalom. Und nachdem Sie all das wissen, möchte ich Ihnen noch einmal von ganzem Herzen sagen, Shalom. I actually chose to dedicate my speech tonight to resilience. Ich möchte heute Abend meine Rede dem Konzept der Resilienz oder Widerstandsfähigkeit widmen. After a recent wave of terror attacks in the Israeli cities of Hedera, Bnei Brak, Tel Aviv, and Be'er Sheva,
not to mention those horrific attacks that were planned and mitigated by the security forces in Israel. Israeli citizens mourned, yet they stood up from the ashes, as you said, and rose to the occasion of celebrating the festival of Passover, Pesach. Nach den kürzlichen Terroranschlägen in den israelischen Städten Hadera, Bnei Barak, Tel Aviv und Beersheva, ganz zu schweigen von den schrecklichen Attacken, die geplant waren, aber von den israelischen Sicherheitskräften verhindert werden konnten, haben die Israelis getrauert, aber sie haben sich erhoben aus der Asche und sind wieder aufgestanden, um das jüdische Fest Pesach zu feiern. It is perhaps the most profound of Jewish festivals, which represents redemption and freedom, as well as our nation's transformation from being victims and slaves in ancient Egypt into a nation which inherited the land of Israel, gifted by their Lord our God at the end of a long journey through the desert. Es ist vielleicht das tiefgründigste unserer jüdischen Feste, denn es repräsentiert Erlösung und Freiheit, sowohl als auch die Veränderung von Sklaven und Opfern in Ägypten zu einer Nation zu werden, die das Land geerbt hat, das von dem Herrn, unserem Gott, gegeben wurde, am Ende einer langen Reise durch die Wüste. Israel's security is being challenged by a murderous arm of Iran in the south of Israel, the Hamas, which falsely started to claim ownership over the safety of the Islamic holy places in Jerusalem particularly, in order to try to incite Palestinians from East Jerusalem, from the West Bank, and even Arabs from within Israel to take arms and fight for the so-called safety of those holy places, the Haram al-Sharif, or really one of the most holy places for Muslims throughout the world. Israels Sicherheit wird erneut herausgefordert von einem mörderischen Arm des Iran im Süden, der Hamas, die fälschlicherweise den Besitz über die islamischen heiligen Stätten beansprucht, um dort Palästinenser aufzuheizen aus Ostjerusalem, aus der Westbank und sogar arabische Bürger Israels, die Waffen zu ergreifen und für die sogenannte Sicherheit zu kämpfen von Haram el-Sharif, dem Allerheiligsten der muslimischen Menschen aus der ganzen Welt. Ironically, it is the Israeli police which seeks to restore order on the Holy Mount and prevent incited and hyperzealous Palestinian youths from playing soccer within the actual mosque, throwing rocks and stones and lighting fires from within the Holy Mosque, stoning civilian buses on their way to the holy site of the Western Wall, and from generally creating havoc and preventing those Muslims that want to pray from praying. Ironischerweise ist es die israelische Polizei, die die Ordnung am Tempelberg wiederherstellen will und die dort angestachelte, übereifrige junge Palästinenser davon abhält, Fußball in der Moschee zu spielen, Steine auf Zivilisten und zivile Busse zu werfen und dort Menschen, die auf den Wegen zu den heiligen Städten sind, davon abzuhalten, ihren Respekt den jüdischen heiligen Städten zu zollen und die generell dort Chaos, Zerstörung und Hass stiften. We all know that this reality does indeed characterize the tough neighborhood in which we live in Israel. Und wir alle wissen, dass tatsächlich diese Realität die schwierige Nachbarschaft widerspiegelt, in der wir alle in Israel leben. We Israelis, but also the Jewish people in Israel and throughout the diaspora, but also people of all faiths, people that believe in humanity, in decency, and in honor, like yourselves, must not allow lies to be spread by the extreme margins. Wir als Israelis, das jüdische Volk in Israel, aber auch überall in der Diaspora, genauso wie Menschen allen Glaubens, die an Menschlichkeit glauben, Anstand und Ehre, so wie auch sie. Wir dürfen nicht erlauben, dass Lügen von den extremen Rändern verbreitet werden. At the same time,
we should not allow ourselves and others to believe that all Muslims who come to pray at the Haram al-Sharif Mosque in Jerusalem are there for the sole purpose of Israel's destruction, nor that Israel and its security forces storm the mount like the international media portrays. Gleichzeitig dürfen auch wir nicht glauben, dass alle Muslime, die zur Haram el-Sharif-Moschee zum Beten gehen, dort sind, um Israel zu zerstören oder Zerstörung zu wünschen, oder dass die Israelis den Berg dort stürmen, so wie die internationale Presse es oft gerne darstellt. In fact, the reality, as always, is much more complex. It's more humane, respectful, and grounded in responsibility and forethought. Those images that are portrayed by the international media, by Iran, by Hamas, are playing with the truth, and we have a responsibility to put forward the truth. It's there. Anybody can check it. Wie so oft ist die Realität sehr viel komplexer. In der Tat ist sie sehr viel menschlicher und respektvoller, als oft die Bilder es darstellen, die von den internationalen Medien weitergegeben werden oder auch von extremen Politikern oder von dem hasserfüllten Arm des Iran oder allen anderen, die die Wahrheit verdrehen. Aber die Wahrheit ist da und wir müssen sie aussprechen. We have the responsibility to first and foremost cement the security of Israel's citizens, both Jewish and Muslim. Wir haben zuerst die Verantwortung, den israelischen Bürgern Sicherheit zu bieten, sowohl den jüdischen als auch den muslimischen. We cannot permit extremism to set the tone, to tell the tale, to decide. Wir dürfen es nicht erlauben, dass Extremismus die Wahrheit verkündet und dass diese Lügen erzählt werden. The majority wish to pray, both Jewish and Muslim. This is the majority which the Israeli police forces have a responsibility to protect and help them to be able to pray. Die Mehrheit der Menschen will dort einfach nur beten, sowohl Israelis, sowohl Juden als auch Muslime. Und für diese Sicherheit müssen die israelischen Streitkräfte und Polizeikräfte sorgen. But we should not succumb to also hateful anti-Semitism and hatred, as was demonstrated in Germany only several days ago, in a demonstration in which calls were made for the destruction of the only Jewish state in the entire world. Aber wir dürfen uns auch nicht dem hasserfüllten Antisemitismus und Hass ergeben, der erst vor wenigen Tagen in Deutschland gezeigt wurde, auf einer Demonstration an dem Ort, wo erst vor 74 Jahren die Zerstörung des jüdischen Staates, des jüdischen Volkes beschlossen wurde. Only 74 years ago, on this very soil, an idea was concocted to try and eradicate, eliminate, destroy the Jewish people from the face of the planet. Vor nur 74 Jahren an genau diesem Ort wurde eine Idee ausgebrütet, das jüdische Volk vom Angesicht der Erde auszulöschen. Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and came up back again. Those are the words of Nelson Mandela, whose meaning resonates with a reality which is inevitable for the Jewish people throughout history. Richte mich nicht nach meinem Erfolg, sondern richte mich danach, wie oft ich gefallen bin und wieder aufgestanden bin. Diese Worte von Nelson Mandela klingen noch heute nach mit einer Realität, die unausweichlich ist für das jüdische Volk durch die ganze Geschichte hindurch. Together we are destined to fall and rise and fall and rise. Zusammen sind wir dazu bestimmt, zu fallen und aufzustehen, zu fallen und aufzustehen. I believe that there's an antidote to poison of hatred. Aber doch gibt es ein Gegenmittel für dieses Gift des Hasses. Together the ultra-Orthodox, the national religious,
the secular Jewish citizens of Israel must unite. Zusammen müssen sich die ultraorthodoxen, die nationalreligiösen und die säkularen jüdischen Bürger Israels vereinigen. Together, the Jews and Arab citizens of Israel must unite against attempts by those who wish to cause a rift between them. Zusammen müssen sich auch die jüdischen und arabischen Bürger Israels vereinigen gegen die Versuche derer, die versuchen, einen Riss zwischen sie zu treiben. Together, the immigrants from Morocco, former USSR, Ethiopia, and most recently, the newly arrived wave of immigrants from Ukraine, like Nastya, a Christian 21-year-old Ukrainian woman who has run away from Ukraine and its dreaded war to find refuge in my home, in the only Jewish country in the whole world. All of us must unite. Zusammen müssen sich auch die Immigranten aus Marokko, aus der ehemaligen UdSSR, aus Äthiopien und jetzt neuerdings auch die aus der Flüchtlingswelle aus der Ukraine, sowie Nastja, eine christliche 21-jährige ukrainische Frau, die weggerannt ist, die geflohen ist aus der Ukraine vor diesem schrecklichen Krieg, um in meinem Haus Zuflucht zu finden, im einzigen jüdischen Staat auf der Welt. Wir alle müssen uns zusammenschließen. Together, the Jewish people of all denominations in the diaspora must unite. Zusammen, auch das ganze jüdische Volk aller Denominationen in der Diaspora, wir müssen uns zusammenschließen. Together, the good and decent citizens of this planet must unite against hatred and division, bigotry and anti-Semitism, and speak up against it. We all have a responsibility, just like you said. Zusammen müssen sich auch die guten und anständigen Bürger dieses Planeten schließen, um gegen Hass, Teilung, Bigotterie und Antisemitismus die Stimme zu erheben. Wir alle haben eine Verantwortung, so wie Sie es heute Abend auch schon gesagt haben. The Chinese philosopher Confucius said that our greatest glory is not to never ever fail. We all do sometimes, but to be able to rise up again above the obstacles and fall and rise and fall and rise. And that is what the Jewish people have done following the most horrific episode in its history, the Holocaust. Der chinesische Philosoph Konfuzius hat einmal gesagt, dass die größte Ehre nicht ist, niemals zu versagen, denn wir alle versagen, sondern es ist die Fähigkeit, sich über Umstände zu erheben und zu fallen und wieder aufzustehen und zu fallen und wieder aufzustehen. Das ist es, was das jüdische Volk getan hat nach der schrecklichsten Episode in der Geschichte jemals, dem Holocaust. Almost 74 years after this tragic event, I stand here in Berlin with you, and I want together with you, if it's okay, to salute my country for its courage, to salute the Israeli people, all of them, Muslims, Jews, for their endurance and their resilience. I salute those who, despite all challenges which confront us, continue to believe in the power of falling and rising, of falling and rising. Beinahe 74 Jahre später stehe ich hier mit Ihnen zusammen in Berlin und ich möchte meinem Land für seinen Mut salutieren. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen, den israelischen Volk, salutieren, all ihnen für ihre Ausdauer, und ich möchte all denen salutieren, die trotz all der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht aufhören zu fallen und wieder aufzustehen, zu fallen und wieder aufzustehen. I just want to add a final word of thank you to Igal, to Sharon, to Hans, my apologies, to Jobs, to Charlotte, to all of my friends, that you are not doing something usual. You are going beyond the human capability. You are rising above
And this is something that is not a given. And I want to also salute you. Und zum Schluss möchte ich noch einige persönliche Worte weitergeben und Heinz und Igal und Jobst und Sharon und allen anderen Anwesenden danken für das, was ihr tut. Das ist nicht selbstverständlich, ihr seid meine Freunde und es ist mehr als das, was das Menschliche sonst hervorbringt. Vielen Dank.